Willkommen zum Podcast von ICF Karlsruhe. ICF ist aus dem Traum entstanden, Kirche für Menschen wieder dynamisch, lebensnah und zeitgemäß zu gestalten. Okay, maybe I take these off. Ich ziehe die mal lieber aus. Welcome. Herzlich willkommen. I guess I will try to do the sermon if I have anything in here, Ich maybe. werde probieren, die Predigt zu halten, wenn ich da irgendwas finde in meinen Notizen hier drin. I have some notes. Ich habe was mitgebracht. How are you guys this morning? Wie geht's euch heute Morgen? All right. If you've ever heard me preach, you should know by now that I like it when you guys are awake. Also falls ihr mich schon mal habt predigen hören, dann wisst ihr, dass ich es liebe, wenn ihr wach seid. If you're asleep, I might call you out and point at you during the sermon. Falls ihr einschlaft, dann werde ich eventuell auch euch rausrufen. So, good morning. Guten Morgen. Let's go. Let's just go home. Hey, the intro here that we just did, I just want to do that because I wanted to share with you guys, it's kind of how I was in school. I didn't like school very much. Also dieses kleine Intro, was wir gerade gemacht haben, habe ich deswegen gemacht, weil ich früher Schule nicht geliebt habe. And that's kind of how I was in school. I was the one that interrupted class. I was the class clown. I made jokes at the teacher. That's who I was. Und so war ich in der Schule. Ich war der Klassenclown. Ich habe die Lehrer unterbrochen. And I didn't really want to come out here as the teacher because that's never who I really wanted to be. Und ich wollte heute Morgen nicht als Lehrer hier auftreten, weil so war ich nicht. But I was the bad kid, and in most of my classes I was the one that didn't pay attention. Und ich war normalerweise das schlimme Kind in der Klasse und ich habe meistens auch nicht aufgepasst. And I didn't do bad in school. I did good in school. I got good grades, but I was always the troublemaker. Also ich war deswegen nicht schlecht in der Schule. Ich habe trotzdem gute Noten geschrieben, aber ich habe immer den Unterricht gestört. There were a few teachers that I had that were really good teachers. They caught my attention, and I was a good kid in their classes. Also ich hatte ein paar Lehrer gehabt, die waren richtig super. Die haben wirklich meine Aufmerksamkeit gefesselt und da war ich dann auch das gute Kind. And it's because they taught differently. Und das war, weil sie anders unterrichtet haben. And so I'm hoping that this morning I can teach you guys in a way where you want to pay attention, you want to listen. Und ich hoffe, dass ich euch heute Morgen genauso unterrichten kann, auf eine Art und Weise, dass ihr zuhören wollt und dass es euch Spaß macht. And if anything, it's because I'm speaking English and then there's German, so you're just always trying to figure stuff out. Und vielleicht hilft es euch einfach grundsätzlich, weil ich Englisch spreche und es auf Deutsch übersetzt wird und deswegen ihr einfach besser aufpasst. Anyway, my name is PJ, this is my amazing wife Danny, and we together are the kids and youth pastors here in ICF Karlsruhe. Also auf jeden Fall bin ich jetzt der PJ und das ist meine Frau Daniela und wir sind meine wunderbare Frau Daniela. Thank you. Ja, danke. Genau, und wir sind die Kinder- und Jugendpastoren hier im ICF. And today the topic that I have to talk about is the school of church or fellowship with Gemeinschaft. Ja, und das Thema, worüber ich heute spreche, ist einfach die Schule der Gemeinschaft. And when I study for teachings, I like to go online. I like to really learn. Solange das Dach hält. Did you remember what I said? Please say it again. Say it again. Noch einmal. When I preach, I like to go online. I like to learn. I like to study. Und wenn ich dann mich auf eine Predigt vorbereite, dann liebe ich das einfach, mich wirklich vorzubereiten und das Thema wirklich zu studieren und auseinanderzunehmen. And when I first started studying, I was like, okay, church or Gemeinschaft. That word Gemeinschaft comes from the word Gemeinde, which is a name for church, a word for church in the German language. But you guys already know that. Genau, also auf Deutsch ist es ein bisschen einfach, dieses Wort abzuleiten, weil Gemeinschaft und Gemeinde, die hängen so miteinander zusammen und das ist heute unser Thema. In English it's a little bit harder because we have the word community, but that kind of deals with just like a town or something and not necessarily a church. And so the word in the Bible for Gemeinschaft is always church. Genau, auf Englisch ist es nämlich ein bisschen anders, da heißt Gemeinde, Community und das hat gar nicht so mit der Kirche zu tun, aber auf Deutsch kann man das so schön voneinander ableiten, Gemeinde und Gemeinschaft. But for me studying, I was like, okay, well, what do you mean? Like, what does this word mean? I want to learn more about it. Und bei der Vorbereitung habe ich mich einfach mit diesem Wort Gemeinschaft auseinandergesetzt, was es wirklich bedeutet. And so there's a website, it's called theqbible.com, and at this website you can really study the original language of the Bible. Also es gibt eine super Webseite, wo man das auch einfach im Urtext nachschauen kann, wo man wirklich gucken kann, was bedeuten diese Worte. And so I went and I just searched the word church. Und dann habe ich auf dieser Website das Wort Kirche, Gemeinschaft
Kirche. No, I searched church. Kirche. Ich habe nach Kirche gesucht. And it came up with the word that, and for both the German and the English, it had one word, it was ecclesia. Und eben, wenn man das Deutsche und das Englische gesucht hat, dann kam ein Wort raus und das ist Ekklesia. And this is, I think I'm pronouncing it, I don't speak Hebrew or Greek, so I don't know if that's correct, but I think it is, ecclesia. Ich spreche kein Griechisch, aber ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche, Ekklesia. And this is the word in the Bible that's used for Gemeinde. Und das ist das Wort in der Bibel, das für Gemeinde steht. And it's funny because as I'm studying this verse, it has nothing to do with the building. Und als ich das so mir angeschaut habe, dann ist es interessant, weil das hat gar nichts mit einem Gebäude zu tun. There's nowhere, for the definition of this word, it's only based on a group of people that are coming together. Und dieses Wort hat wirklich eigentlich nur was mit einer Gruppe und einer Gemeinschaft von Menschen zu tun. It has nothing to do with a big church building with bells. It has nothing to do with a modern church building like we're in now. Also es hat nichts mit einem ursprünglichen Kirchengebäude zu tun oder einem modernen Kirchengebäude, so wie wir heute hier sind. It only has to do with people. Es hat nur mit Menschen zu tun. And a gathering of people. Und eine Zusammenkunft von Menschen. And I thought that was really cool. Und ich habe gedacht, das ist echt wirklich genial. And it reminded me of the Bible verse that where two or more are gathered in my name, then there I am in the midst of them. Und es hat mich an den Bibelvers erinnert, wo 2 oder 3 zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Do we have it in German too? Aha. Very good. We're all on the same page. And it was cool because it encouraged me that you don't need a building, you don't need a Gemeinde, a building Gemeinde to have Gemeinschaft. Also man braucht kein Gemeindegebäude, kein Kirchengebäude, um Gemeinschaft zu haben, und das hat mich ermutigt. And that this is the church that Jesus was actually talking about when he spoke about it in the Bible. Und die Kirche, über die Gott gesprochen hat in der Bibel, wo Jesus darüber gesprochen hat, das war die Gemeinschaft. And it made me think, hey, is ICF the church that Jesus was talking about? Und dann habe ich darüber nachgedacht, widerspiegelt das ICF dieser Kirche, wie Jesus es ausgedrückt hat? And it got me thinking, are any of the churches that I've ever been in, is this church that I'm in at this moment, is this the church that Jesus had in mind when he said, where two or more are gathered in my name, there I am in the midst of them? Und genauso habe ich auch über andere Kirchen und Gemeinden nachgedacht, bei denen ich schon mal war. Widerspiegeln die auch das, was Jesus im Sinn hatte, als er über Kirche gesprochen hat? I was a little bit worried. I'm like, maybe we're not. Und ich habe ein bisschen mir Sorgen gemacht und gedacht, vielleicht sind wir nicht so, wie er sich wünscht. Maybe we are. Vielleicht sind wir es aber auch. But maybe we're not. Aber vielleicht sind wir es aber auch nicht. I thought about my old church where I grew up, where most of my foundation of my faith was built. Is that the church that Jesus was talking about? Ich habe an die Gemeinde gedacht, in der ich aufgewachsen bin, in der ich die meiste Zeit in meiner Jugend verbracht habe. Wie haben die Kirche gelebt? And Jesus was then encouraging me. I was praying. I was like, okay, God, well, you need to show me, like, then what is community? What is Gemeinschaft? Und dann habe ich gebetet und gesagt, hey Jesus, dann musst du es mir zeigen. Was meinst du? Wie sieht Gemeinschaft in deinem Sinne aus? And he was really encouraging me. Hey, it doesn't matter about the building. Cool, you're in a building. That's good because you're out of the rain. But it's not about the building. Und dann hat er mir gesagt, hey, es geht nicht um das Gebäude. Es ist gut, da ist man nicht im Regen, aber es geht wirklich nicht um ein Gebäude. It's about the people and about how the people are and who the people are. Es geht um die Menschen und wie die Menschen sind und was sie tun. And I'm like, okay, so what does that mean? Und da habe ich gesagt, okay, was bedeutet das? And then God showed me, he's like, hey, look, I'm going to show you right now what good community looks like. Und dann hat Gott zu mir gesprochen und gesagt, ich zeige dir mal, wie gute Gemeinschaft aussieht. And I felt like God was saying, look back into your life, look into the things that you've experienced, and you can see it there. You've experienced what I thought of church. Und dann hat Gott mich ermutigt, in meine Vergangenheit zu schauen und zu sehen, wo ich in meiner Vergangenheit Kirche erlebt habe, Gemeinschaft erlebt habe. And so you have this gathering of people. You're all here, whatever. What do? You just sit here and look at a person talk on stage? Und dann sitzen wir alle hier und wir sitzen nebeneinander, aber wir schauen auf die Bühne und hören jemanden zu, der spricht. Is this Gemeinschaft right now? Haben wir jetzt gerade Gemeinschaft? No? Maybe? Nein, vielleicht. Who thinks yes? Wer denkt, dass wir jetzt gerade Gemeinschaft haben? Okay. Who thinks no? Wer sagt, wir haben jetzt keine Gemeinschaft? The two people that raised their hand are more correct than the first people that raised their hands. Die zwei, die jetzt gerade eben die Hand gehoben haben, die haben eher recht, als die davor die Hand gehoben haben. I mean, this is a part of having a church. This is part of coming together, but this isn't really community. This isn't really fellowship, what we're experiencing right now in this second. Also was wir genau gerade in diesem Moment erleben, wir sind zwar zusammen, aber es ist nicht wirklich Gemeinschaft, es ist nicht
gemeinsame Zeit, die wir da verbringen. Wirklich. This is good. This part of church, this part of what we're doing, you coming, hearing me talk and then learning, that's part of community, but it's not at the heart of what God wanted us to do as a church. Dieser Teil, den wir jetzt tun, der ist wirklich wichtig und das ist auch ein Teil von Gemeinschaft und von Gemeinde, aber es ist nicht, was Jesus wirklich im Herzen von Gemeinde sich vorgestellt hat. And God was really challenging me to share these couple of points with you. The first one, a good community, a healthy community, they call each other out. Und Gott hat mich ermutigt, ein paar Punkte mit euch zu teilen. Und der erste Punkt ist, eine gute Gemeinschaft fordert uns heraus oder wir rufen uns dann gegenseitig heraus. We look at each other, we're close enough with each other to know when somebody's doing something that they shouldn't be doing. Dass wir uns so gut kennen, dass wir sehen, wenn jemand was tut, was nicht in Ordnung ist. We need to be close enough. We need to be close enough with each other and have those friendships with each other that we know, hey, that's not cool what you're doing. I'm gonna come to you, not just know that it's not cool, but I'm actually going to approach you and say, hey, let's talk. Unsere Gemeinschaft sollte so eng miteinander oder mit ein paar von uns sein, dass wir nicht nur sehen, wenn jemand einen Fehltritt macht, sondern dass wir auch den Mut haben, zu dieser Person hinzugehen und mit ihr darüber zu reden. Who's ever done that? Wer hat sowas schon mal gemacht? Who's gone to someone? Maybe you're really close, maybe just a little bit close. You've gone and said, hey, I noticed that you're doing this and I think we should talk about it. Also wer ist schon mal zu jemandem gegangen und hat jemanden herausgefordert und gesagt, hey, ich habe bemerkt, dass du was gemacht hast und das ist nicht in Ordnung. Wer hat sowas schon mal gemacht? Meldet euch. Wer schon mal auf jemanden zugegangen ist? Who is scared to do that? Who doesn't really want to do that? Wer hat Angst, sowas zu tun? Okay. Who would be completely open and excited if somebody came to you and said that you were doing something wrong? Wer von euch wäre begeistert, wenn jemand auf euch zukäme und euch herausrufen würde oder euch challengen würde, wenn ihr was falsch macht? A few people. Ein paar von euch. Who would be completely, oh my gosh, what are they going to tell me? Wer von euch macht sich Sorgen und denkt, oh Hilfe, was wollen die mir jetzt sagen? I'm raising my hand for this one. Ich melde mich auch da. Hey, but that's a part of being in a family. That's part of being in a community that we help each other. Aber das ist ein Teil davon, wenn wir in einer Familie sind, wenn wir in einer Gemeinschaft sind, dass wir einander helfen. It doesn't mean that we have to be prideful. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir stolz werden, anfangen stolz zu sein. In both directions. Also auf beiden Seiten nicht stolz zu sein. That I see that Danny's messing up. Also ja, ich sehe jetzt, dass Daniela irgendwie was verkackt hat. And I go to her. Und ich gehe zu ihr hin. And I say, hey, look, you did that really bad and it really sucked and yeah, you need to go pray. Und dass ich dann zu ihr hingehe und sage, hey, du hast hier was verkackt, du hast was falsch gemacht und ich glaube, du solltest jetzt mal beten gehen. That would be really rude, right? Also das wäre wirklich unfair und wirklich frech. If I just told whoever it was, it didn't have to be Danny, it could be anybody. If I told them, hey, you did this wrong and it's stupid what you did. Also wenn ich zu jemandem hingehen würde und sagen würde, hey, du hast es falsch gemacht und das ist total bescheuert. That would not help anybody. Das würde Menschen ja nicht helfen. And it would be the same way if Danny came to me and said that I did something wrong. Und es wäre genau das gleiche andersrum, wenn Daniela zu mir gehen würde und sagen würde, ich habe was falsch gemacht. And I just don't accept that at all. Und ich würde es dann nicht annehmen. And you know, okay, whatever. Also dass ich sage, nee, ich glaube, du hast nicht recht, geh einfach. Or you're wrong, I don't do that. Oder nein, du hast nicht recht, ich mache das nicht. It only works when we call each other out, when we're not prideful, when we're open to growth, when we're open to change, when we're open to each other. Also es ist super wichtig, dass wir in der Gemeinschaft offen sind, voneinander zu hören und miteinander zu wachsen. This is not easy. Es ist nicht einfach. There are plenty of times where my wife tells me I do something wrong and I don't want to hear it. Es gibt viele Momente, wo meine Frau mir sagt, dass ich was falsch mache und ich will es nicht hören. I think that's just normal though. Aber ich glaube, das ist ein bisschen normal. But afterwards I feel like, she was right. Aber danach geht es mir dann so, dass ich sage, oh, sie hat ja recht. Hey, and sometimes that comes from other people. It's not only me and my wife that struggle with it or that go through these things. This is something that we just as friends experience too. Aber es ist nicht nur was wir als Ehepartner erleben, sondern das Gleiche kann auch unter Freundschaften passieren. But examine your heart. Are you open to that? Aber schaut mal in euer Herz rein. Seid ihr offen für sowas? Maybe not. Vielleicht nicht. Maybe. Vielleicht. But I think you should get into a habit of making yourself available to receive those things. Aber ich glaube, dass ihr es zu einer Gewohnheit machen sollt, bereit zu sein, sowas auch zu empfangen. Because otherwise, how can you grow? Ja, weil sonst ist die Frage, wie würdet ihr sonst wachsen? I mean, you could do it on your own, but usually people can see the things that you're doing wrong before you can. Man kann natürlich auch selber aus eigener Kraft wachsen, aber normalerweise sehen andere Menschen was schon viel früher, bevor du realisierst, dass du was falsch machst. Be open. Seid offen. Don't be closed. Seid nicht verschlossen. I mean,
not to be rude, but Germans tend to be more closed. Also ich möchte jetzt nicht über Deutsche irgendwas Schlechtes sagen, aber normalerweise sind Deutsche ja eher ein bisschen verschlossener. It's more like, hey, I keep to myself, you keep to yourself. Also Deutsche sind oftmals eher so, dass sie sagen, okay, ich bleib für mich, du bleibst für dich. But that's not what the kingdom of God looks like. Aber so sieht Gottes Reich nicht aus. And we don't have to be constricted by our stereotypes, but we can be open to God. Und wir müssen nicht, dass irgendwelche Stereotypen über uns regieren lassen quasi, dass sie uns bestimmen. We can be open to God. Wir können offen sein, von Gott zu hören. The next point is that we're called by God to build each other up. Der nächste Punkt ist, dass wir berufen sind, von Gott einander To aufzubauen, encourage one another. einander zu ermutigen. Have you read this verse in Proverbs chapter 27? It says, as iron sharpens iron, so does one man sharpen another. Und in Sprüche 27, da steht, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. I think that's actually cooler than the English version because it says that it's a part of it's the character. Also ich finde es eigentlich besser, wie es auf dem Deutschen übersetzt ist, weil da steht der Charakter. That doesn't happen. Usually I like the English translation almost always, but in this case, I'm like, hey, that's good that they threw that in there because it's important. Normalerweise mag ich englische Übersetzungen ein bisschen besser, aber hier, das gefällt mir richtig gut, weil da steht der Charakter und das ist so wichtig. And this kind of goes with the first verse of calling each other out, that we're able to look at each other and say, hey, I'm seeing this, I want to help you, I want to build you up, I want to encourage you, I want to help you grow. Und das passt wirklich zu meinem ersten Punkt wieder, weil da geht es darum, hey, ich möchte euch ermutigen, ich möchte helfen, dass du wachsen kannst. And it's our job to be open. Und es ist wieder unsere Aufgabe, dafür offen zu sein. But it's our job to also be ready to do that, to step out and say, hey, I want to mentor you, I want to help you, I want to help you grow because I want to see what God has for you in your Und life. es ist genauso auch wieder unsere Aufgabe, auch, dass wir überhaupt bereit sind, einander zu helfen, zu sagen, hey, ich möchte ein Mentor für dich sein, ich möchte dir helfen zu wachsen. Before I came to Germany, I had a pastor who would meet with me every single week. Und bevor ich nach Deutschland gekommen bin, hat mein Pastor sich jede Woche mit mir getroffen. And it was, the church was only like 70 people, so he had a lot less things to do than a lot of pastors here. Also es war eine viel kleinere Gemeinde, es waren ungefähr nur 70 Gemeindemitglieder, also hatten wir auch viel weniger zu tun. But he made it a point that every single week he met with me. Und dann hat er sich wirklich das vorgenommen, jede Woche sich mit mir zu treffen. And every week he would tell me something that I was doing really well, he would encourage me. Und jede Woche hat er mir eine Sache gesagt, die ich wirklich gut gemacht habe, um mich zu ermutigen. Even if every week or a couple of weeks in a row he might tell me the same thing, he just wanted to really call those things out and say, hey PJ, I see this, I see this, I see this. You are walking in what God has called you to do. Auch wenn er vielleicht manche Wochen auch Dinge wiederholt hat und mich in den gleichen Sachen ermutigt hat und gesagt hat, dass ich es gut mache. But then every week he tried to give me something, hey, are you working on this? Are you working on what we talked about? How is this thing in your life, the thing that you were struggling with, the thing that you're not so good at, how are you doing with that? Und genauso hat er aber auch die Bereiche in meinem Leben angeschaut, wo ich noch Wachstum benötigt habe oder wo ich ja noch nicht so gut war. Und gesagt, hey, wie geht's dir damit? Hast du dir das vorgenommen? Hast du daran gearbeitet? Hat es sich jetzt verbessert? I remember one of the things that he always used to ask me is, are you getting up in the morning? Eine Sache, die er mich immer gefragt hat, war, stehst du auch morgens auf? Because I used to like to sleep in, until 10 o'clock. Also normalerweise habe ich es geliebt, auszuschlafen bis mindestens um 10. For some of you, that's like, well, that's nothing. I sleep till 2 o'clock, but Manche von euch sagen, 10 Uhr, das ist ja noch nichts, ich schlafe bis um 2 Uhr. Some of my teenagers Vielleicht over ein paar there. von unseren Teens. But I would sleep in, but I wouldn't get up, and I wouldn't really take charge of the day. And it was something that he saw, and he noticed that could be better in my life. Also das ist was er beobachtet hat in meinem Leben und wo er gesagt hat, ja, das ist ein Bereich, wo ich einfach Wachstumspotenzial sehe. And he used to encourage me, hey, why don't you get up and just come to the church and pray, or why don't you just get up and go for a walk, get up and read the Bible, get up and make yourself coffee, just do something so you can get yourself out of bed. Und er hat mir verschiedene Tipps gegeben und mich ermutigt, wie ich das machen kann, dass ich morgens einfach aufstehe und vielleicht in die Kirche gehe zum Beten oder dass ich mir einen Kaffee koche oder einfach einen Spaziergang am Morgen mache. And it was such an easy thing. It wasn't a huge deep theological problem that I had. It was just that I liked to sleep longer than I needed, and he was trying to help me grow. Also es war kein tiefes theologisches Problem, aber er hat gesehen, dass ich da einen Bereich habe, wo ich Wachstum brauche, und er wollte mir dabei helfen. And today I will get up now. Nowadays I get up 8 o'clock or so. Und heutzutage schaffe ich es, dass ich jetzt mittlerweile um 8 Uhr aufstehe. That's early for me. It feels early. Und für mich fühlt es sich oft sehr früh an. But it's steps in the right direction. Aber es sind Schritte in die richtige Richtung. And one day I wish to be an old man getting up at 5 o'clock in the morning. Und eines Tages wünsche ich mir, ein alter Mann zu sein, der um 5 Uhr morgens dann aufsteht. And then 9 o'clock in the evening go to bed. Und dann abends um 9 Uhr ins Bett geht. I'm working towards it, okay? Also ich arbeite mich in die Richtung hin. The next thing, it kind of goes with this building each other up is to encourage one another.
Also der eine Punkt mit dem einander aufbauen führt in den nächsten Punkt übereinander zu ermutigen. And it's from 1 Thessalonians. It's really simple. Therefore, encourage one another and build each other up. Und es ist aus dem 1. Thessalonicher und da steht, so ermutigt und tröstet einander, wie ihr es ja auch bisher getan habt. This verse speaks to me a lot because I've been very encouraged by leaders in my life. Also dieser Vers, der spricht wirklich zu mir, weil ich viele Leiter in meinem Leben gehabt hatte, die mich ermutigt haben. When I first became a Christian, like I always had the dream of being a worship leader. Als ich zuallererst gläubig geworden bin, wollte ich immer ein Lobpreisleiter sein. I always like envied those guys, you know, at summer camp, and they would stand up there, play the guitar, and sing, and it was so cool. Also ich war immer ein bisschen neidisch auf die Lobpreisleiter, die beim Sommercamp oder so auf der Bühne standen und gesungen haben. Das war so cool. But I couldn't sing very well. Aber ich konnte nicht so gut singen. And I had no idea how to play any instrument. Und ich konnte auch überhaupt gar kein Instrument spielen. And then when I was about 17, 18 years old, I was like, okay, I'm going to learn now. Und dann war ich 17, 18 Jahre alt und habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt anfangen zu lernen. And there was this really cute girl in my youth group. Und da war so ein süßes, nettes Mädel in meiner Jugend. And she played guitar. Und die hat Gitarre gespielt. And I thought, maybe she can give me lessons. Da habe ich gedacht, vielleicht kann die mir Gitarre beibringen. And I can flirt with her at the same time. Und ich kann gleichzeitig mit ihr ein bisschen flirten. I can kill 2 birds with 1 stone. Und dann habe ich so 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. But I asked her, like, hey, could you teach me guitar, maybe? Dann habe ich gesagt, hey, kannst du mir vielleicht eventuell Gitarre beibringen? And she kind of had a little crush on me too, so it worked. And she was like, yeah, of course, come over, come to my house, you can meet my dad. And okay. Also es hat gut geklappt, weil sie nämlich gesagt hat, ja, natürlich, sie hat mich auch gemocht. Dann kannst du auch gleich meinen Papa kennenlernen. But I went and she taught me like the first 3 chords I ever knew, like a G, a C, and a D chord. Und dann hat sie mir die ersten 3 Griffe beigebracht, C, G und D. And then the most holy chord, G, sus. Und dann hat sie mir den allerheiligsten Gitarrengriff, G, sus, If you're a beigebracht. musician, you understand that, because G, sus sounds wenn du like Gitarre Jesus. spielst und ein Christ bist, dann kennst du das Jesus. It's a musician's Jesus, joke, never Jesus. mind, let's move on. Anyway, I learned guitar and I was so excited I could play 3 chords. Also ich habe dann angefangen Gitarre zu lernen. Ich war so begeistert, weil ich 3 Akkorde konnte. And I started playing more and more often, and the first song I ever knew how to play was How He Loves. Und ich habe einfach dann weitergelernt. Das erste Lied, was ich spielen konnte, war das Lied How He Loves. And I played that song every single day, probably like 20 times a day. Und ich habe das Lied jeden Tag wahrscheinlich 20 Mal gespielt. Anytime when I was at youth group and I had my guitar, people, oh, PJ, you can play guitar? I can play How He Loves. Und dann, wenn ich in der Jugend war, habe ich dann die Gitarre rausgeholt und dann haben alle gesagt, wow, du kannst Gitarre spielen. Also ja, ich spiele How He Loves. And my worship pastor at the time was like, you know, PJ, I feel like God's speaking to me. I feel like God has this word for you that one day you're going to be on the stage and you're going to be leading worship. Und die Lobpreispastorin, die dann in der Gemeinde bei uns war, die kam dann zu mir und hat gesagt, hey, ich hab wirklich einen Gedanke von Gott für dich, dass du eines Tages auf der Bühne stehen wirst und Lobpreis leiten wirst. And I'm like, yeah, but we have to play How He Loves. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wir müssen dann How He Loves spielen. But from that point on, I started to practice more and more. I started to learn more chords. Und von dem Moment an habe ich mehr und mehr gelernt und mehr Griffe gelernt. And my worship pastor would always tell me, oh, it sounds so much better. You're improving. You're doing so good. Und meine Lobpreispastorin, die hat dann immer zu mir gesagt, hey, das machst du so gut, du machst es immer besser. And then one day she's like, hey, why don't you come to practice on Thursday night? Und dann hat sie eines Tages zu mir gesagt, hey, komm doch mal zur Lobpreisprobe. Okay. Okay. So I came to practice. Dann bin ich zur Probe gegangen. And all the band was on stage, and I was sitting in the front row. Und die Band war dann auf der Bühne und ich saß in der ersten Reihe. And she's like, just take your guitar out, I'll give you the notes, and you just play with us, just unplug, sitting there. Und dann hat sie gesagt, okay, hier sind die Notenblätter, spiel einfach mit, ohne eingesteckt zu sein und spiel einfach mit uns. And I did this for probably like 3 or 4 months. Und dann habe ich es ungefähr 3 oder 4 Monate gemacht. Almost every Thursday, as often as I could, I was there for worship practice, and I was just playing along with the band. Und fast jeden Donnerstag zur Lobpreisprobe war ich dann da und habe mit der Band zusammengespielt. And I remember there were 2 guys that led worship, and they would always come down and even sit next to me, like with the chord. They just come down and sit next to me and show me how to strum and be like, okay, and now change to the next verse, now change to this thing. Und ein paar von den Gitarrenspielern, die sind dann auch immer runtergegangen mit dem Kabel dann noch neben mir und haben gesagt, und jetzt spiel das und jetzt spiel das. And they began to disciple me and teach me how to play guitar the proper way for worship. Und die fingen an, mich zu begleiten, mir beizubringen, wie man wirklich Gitarre für den Lobpreis spielt. And then, 4 months went by, and then my worship pastor was like, hey, why don't you, next week you come, we'll plug you in with the band and you actually join us. Und 4 oder 5 Monate später
kam dann diese Lobpreispastorin auf mich zu und hat gesagt, hey PJ, diese Woche komm mal mit auf die Bühne, wir stecken deine Gitarre ein und du spielst mit uns mit. I was so scared. Und ich habe so Angst gehabt. It was just practice. Es war einfach nur während der Probe. But I was so worried that I would make a mistake and just ruin the whole thing. Aber ich hatte einfach Angst, dass ich es vermasseln würde. But I came and I plugged in and she picked the song How He Loves. Und ich bin gekommen und habe mitgemacht und sie hat wirklich dann dieses Lied auch rausgesucht, How He Loves. And it was fine because I knew how to play it so well. It boosted my confidence. It encouraged me that I could do it. Und es war super, weil in dem Moment hat mich das so einfach ermutigt und mich gepusht, weil ich das spielen konnte. And I did that then for the next maybe 3 weeks. Und dann in den nächsten paar Wochen habe ich genau das dann gemacht. And then came that conversation with my worship pastor. Und dann kam dieses Gespräch mit der Lobpreispastorin. She's like, I think you're ready to play with us on Sunday. Und dann hat sie gesagt, ich glaube, du bist soweit. Du kannst am Sonntag mit uns spielen. I was so scared. Und ich habe wirklich wieder so Angst gehabt. But I went there and I plugged in. It was Sunday morning. I mean, again, it was a small church, so maybe 70 to 100 people. And I played worship. Also es war jetzt keine große Gemeinde wie hier, aber es waren 70 bis 100 Leute und ich stand auf der Bühne und ich habe den Lobpreis mitgeleitet. A few months later, I actually led worship for the first time, actually singing. Und ein paar Monate drauf habe ich dann sogar mitsingen dürfen. And now, I mean, it's easy. I lead worship almost every week for the staff on Tuesday morning and quite often for the youth as well. It's nothing for me. I just get up and I do it. Und mittlerweile ist es kein Problem mehr für mich. Ich leite den Lobpreis fast jeden Dienstagmorgen für unsere Mitarbeiter und auch bei der Jugend sehr häufig. But it started with that one person noticing that there was something, hearing from God to talk to me and approaching me and saying, hey, let's do this. Also es fing an mit dieser einen Person, mit der Lobpreisleiterin, die auf mich zugekommen ist und die mir gesagt hat, hey, wir können das machen. And I think about that now, being a youth pastor. I'm constantly looking at my teens and I'm like, where is God calling you? What is God calling you into? Where can I encourage you? Where can I help you? Where can I even tell you, hey, you're doing something stupid, cut it out? Und ich denke da ständig drüber nach, auch mit meiner Jugend, auch drüber nachzudenken, hey, wo muss ich sie ermutigen, wo muss ich sie vielleicht auch ermahnen und einfach da schauen, wie ich sie weiterbringen kann. And that's like a big part of my ministry. I really want to see those things. And now we have our teens and they're serving in so many areas in our church. Und es ist ein großer Teil einfach auch von meinem Dienst, den ich tue. Und die Jugendlichen, die helfen in so vielen Bereichen in unserer Kirche hier And mit. our church is becoming Gemeinschaft. Und unsere Kirche verändert sich in eine Gemeinde, in eine Gemeinschaft. And it encouraged me to see, I'm on stage leading worship with the kids, with the youth, and the technique is just teens. Und es ermutigt mich total, weil wenn ich bei der Jugend auf der Bühne stehe und Lobpreis leite, dann hinter der Technik sitzen nur Jugendliche. And they're running it. Und die kriegen das hin. And it's awesome. Und es ist genial. And then on Sunday morning, if any of you guys want to, you can head on over to our side one time and you'll see teens leading the children. Und wenn ihr mal Lust habt, könnt ihr Sonntagmorgens auch mal rüberkommen zu den Kids, weil dann seht ihr wieder Teens bei den Kids wieder hinter der Technik And sitzen. that's a part of fellowship. That's a part of community. Und das ist ein Teil von unserer Gemeinschaft. That we look out for each other, that we help each other. Dass wir Ausschau nacheinander halten und einander auch helfen. That we actively try to build each other up. Dass wir wirklich aktiv daran beteiligt sind, einander aufzubauen. And it leads me to my last point in what a good community looks like. Und jetzt komme ich dann zu meinem letzten Punkt, was eine gute Gemeinschaft ausmacht. And it's that we do life together. Es ist, dass wir das Leben zusammenleben. When I asked you who here thinks we're doing Gemeinschaft community right now and you raised your hand, that's where I would have a problem with it. Also jetzt kommt nämlich dieser Punkt, wo wenn ihr sagt, hey, hier haben wir Gemeinschaft, jetzt gerade im Gottesdienst, da hätte ich nämlich jetzt bei diesem Punkt ein Problem damit. Because you're not doing really anything right now. You're just looking at me. Weil im Moment macht ihr gerade nicht so viel, ihr schaut nur uns an. It can be difficult sometimes, I know, but you're not really doing much in this moment. Also manchmal fällt es uns auch schwer, das zu tun, aber es ist gerade nicht so viel, was ihr tun müsst. And we're not growing really together personally in this moment. In diesem Moment wachsen wir jetzt nicht auf der persönlichen Ebene so sehr miteinander. Hopefully what I'm saying is coming across you, and hopefully you're thinking, hey, how can I change? But in a community sense, we are not really doing much right now. Also hoffentlich kommt auch was rüber und ihr nehmt was davon mit, was ich jetzt gerade sagen. Aber in dem Gemeinschaftsaspekt, mit dem Wachstum untereinander, da passiert gerade nicht so viel. And that's why real community, real fellowship, real Gemeinschaft doesn't happen in here right now. It happens outside these walls. It happens during the week. Also wahre Gemeinschaft, echte Gemeinschaft, die passiert nicht unbedingt jetzt in diesem Moment, sondern die passiert unter der Woche, wenn wir herausgehen. And that's where it's almost more important to practice these things. Und
diese Momente sind sogar fast noch wichtiger, einfach da diese Punkte umzusetzen. When you go and you leave today, are you going to just go home and be by yourself and shut the door and watch TV? Or are you going to go out and you're going to seek fellowship? Are you going to seek friendship? Are you going to seek people where you can do life together with? Also wenn ihr jetzt hier rausgeht, geht ihr nach Hause, schließt die Tür hinter euch zu und setzt euch vor den Fernseher, oder sucht ihr wirklich diese Gemeinschaft, das Zusammensein mit anderen, ladet ihr Leute ein? Because it's beneficial. Weil das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, den wir davon haben. It's how not only you and me personally are going to grow, but how our church, how this Gemeinde is going to grow. Also es geht nicht nur um den persönlichen Wachstum von dir und mir, sondern es geht auch um den Wachstum von unserer Kirche, von unserer Gemeinde. Because let me tell you something, ICF is not special anymore. Also weil ich muss euch sagen, hey, ICF ist nichts mehr Besonderes. Do you understand that? Versteht ihr das? Who has ever been to a church that's similar to ICF? Wer von euch war schon mal in einer Gemeinde, die ähnlich ist wie das ICF? Yeah. ICF used to be very special, very different than almost any other church. Also vor einer Weile war das ICF noch sehr, sehr anders und was ganz Besonderes im Vergleich zu anderen Kirchen und Gemeinden. But a lot of churches see ICF, they see the style of ICF and they're like, hey, that's working, let's try that. And a lot of churches now have a similar style to what we experience every Sunday in this church. Also es gibt wirklich mittlerweile viele andere Gemeinden und Kirchen, die sagen, hey, das ICF macht echt was Cooles und die kommen und lernen von uns und die machen es uns ähnlich, weil es funktioniert. And so what do we do as a church? Also, was machen wir jetzt als Gemeinde? We're always changing, we're always growing, we're always thinking of how we can do better. Wir sind immer darüber am Nachdenken, was wir verändern können und was wir verbessern können. And over at the ICF conference over the last few days, we heard Brian Houston speak, and he said, I'm always trying to do church the same, but a little bit different. Also und auf der ICF-Konferenz haben wir von Brian Houston gehört, der gesagt hat, er versucht immer Kirche so zu gestalten, dass er es immer das Gleiche macht, aber ein bisschen was anderes, ein bisschen was verbessert. And I think that we can use this idea of community, of Gemeinschaft, to be the same, but different. Und ich glaube, wir können diesen Aspekt von der Schule der Gemeinschaft aufgreifen und sagen, okay, wir machen was, das gleich ist, aber jetzt wollen wir was tun, was ein bisschen anders ist. And this little bit different will be a huge difference if we look at the community as a whole. Und dieses kleine bisschen anders, was du oder ich machen können, das wird im großen Ganzen einen großen Unterschied machen. And you know, we have a responsibility as Christians and as a community to be different, to show people that we're different. Und auch als Christen, als Gemeinde haben wir auch die Verantwortung, anderen Menschen zu zeigen, dass wir anders sind. And ICF is a really big influencer in church in Germany. Und ICF ist in Deutschland auf jeden Fall ein großer Influencer und hat Einfluss auf auch das Land Deutschland. And not just in Germany, but in Europe as a whole. Und auch in Europa im Gesamten. And what if people stop looking at ICF just as this crazy cool event hype church, but also as a church where they experience true fellowship with each other? Und was wäre, wenn Leute aufhören, ICF als nur so ein cooles Event, eine Eventkirche zu sehen, sondern auch erkennen, hey, da passiert wahre Gemeinschaft. How cool would that be? Wie cool wäre das, wenn das auch mit ICF in Verbindung gebracht würde? They're the same, but they're a little bit different. Also die sind gleich, aber da passiert auch ein bisschen was anderes. It benefits us when we experience true community, true Gemeinschaft, because we grow together and we don't stop growing. Also es ist ein großer Benefit für uns, weil wir hören einfach nicht auf zu wachsen miteinander. And not growing, not just the church, the size of the church, but us personally, we grow. Also nicht nur der Wachstum in Zahlen, sondern der Wachstum einfach mit uns zusammen, persönlich. And when we do that, we can then help each other grow. Und wenn wir das tun, dann können wir auch einander helfen zu wachsen. We can all grow together. Und wir können alle zusammen wachsen. I want to give you guys some homework. Ich möchte euch ein bisschen Hausaufgaben geben. I've always wanted to say that. Das wollte ich schon immer mal sagen. I don't believe in going to church and going away and not having anything to be challenged about. Also ich glaube nicht, dass Kirche so sein sollte, dass man das Gebäude verlässt und dann nicht herausgefordert ist mit einer Sache. I think if you go to church and you go home not learning anything and not feeling like there's something you need to do, then it was a waste of a morning. Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wenn ihr hier rausgeht, dass wenn Menschen die Kirche verlassen, dass sie herausgefordert sind, auch Schritte zu tun. And so I want to challenge you with some Bible verses. Und ich möchte euch mit ein paar Bibelversen herausfordern. Oh man, PJ. PJ. I think there's another slide too, right? Ich glaube, da gibt es noch eine zweite Folie. Maybe. Or is that they all glaub, fit das on war's. one? Maybe they all Ich fit glaub, on das one. war's. Okay. There's a lot of Bible verses up there. Das sind wahnsinnig viele Bibelverse. I would like you to take a second to take a picture maybe of that Also with your phone. ich möchte euch jetzt bitten, euer Handy rauszuholen und davon ein Foto zu machen. I'll step to the side. Wir stellen uns mal hier auf die Seite. I don't have to be in your photo. Ich muss nicht auf eurem Foto sein.
I want you to take this picture home. I want you to look at it this week. Und ich möchte, dass ihr das Foto mit nach Hause nehmt und dass ihr das euch anschaut. And I diese want you Woche. to read, maybe not all, you don't have to read all the verses if you don't want to, but you can read some of them and really search for the ones that really speak to you. Also ihr müsst jetzt nicht alle Verse lesen, aber schaut sie euch an, ein paar von denen, und schaut euch die an, die euch ansprechen, und nehmt die mit. If we're going to grow as a community, if we're going to grow in Gemeinschaft, then we're going to have to start with ourselves. Also wenn wir in dem Aspekt Gemeinschaft wachsen wollen, dann müssen wir mit uns selber beginnen. And all these verses are in English we call them the one another verses. Also diese Verse werden auf Englisch die One Another, die Miteinander Verse genannt. And we look at them like Romans, in Romans, lots of them are in Romans. It says accept one another or live with one another in harmony or have equal concern for one another. Also da sind ganz viele Verse auch aus Römer, da steht, seid einmütig untereinander, habt Harmonie, miteinander, liebt einander. Yeah, and it all has to do with how we can treat each other. Und diese Verse haben ganz viel damit zu tun, wie wir miteinander umgehen. And when I was reading through these verses, when I was looking at them for myself, I thought, wow, there's a lot of things there that I can even do differently. Also und auch als ich die Verse selber für mich betrachtet habe, habe ich gemerkt, hey, da sind einige Dinge, die mich wirklich ansprechen, That I can do better. an denen ich arbeiten kann. The biggest and most important one, to love one another. Also der allerwichtigste ist, einander zu lieben. And not just people here in church, people that are Christians, but every single person. Also nicht nur uns einander als Christen, sondern jeden einzelnen Menschen. It happens far too often that I get annoyed with people, especially when I'm driving. Also es passiert viel zu oft, dass gerade beim Autofahren ich total genervt bin von anderen Menschen. And I'm so quick to just, oh, why are you even driving a car? Und so schnell denke ich, warum hast du überhaupt einen Führerschein? And so often am I not thinking in the moment of love. Und so oft passiert es mir, dass ich im Moment nicht aus Liebe handle oder denke. And I want to encourage you guys, look at these verses and see, hey, maybe you're not doing a couple of these too well in your life. Und ich möchte euch jetzt ermutigen, dass ihr euch die Verse anschaut und guckt, hey, wie gehe ich mit diesen Versen um? Wie lebe ich die in meinem Leben? And then take those things to God and say, hey God, how can I be better? How can I grow? Und dann nehmt es euer Anliegen, wo ihr wachsen wollt, zu Gott und redet mit ihm darüber. Because if you ever think that you've grown enough or learned enough and you're just good the way you are, then I think that's the moment when you really start to die. Also weil das ist nämlich super gefährlich, wenn wir denken, hey, ich muss nichts mehr lernen, ich muss nicht mehr wachsen, weil das ist der Moment, wo dann Dinge anfangen zu sterben oder wir anfangen zu sterben. So I want to encourage you to not stop growing. Ich möchte euch ermutigen, hört nicht auf zu wachsen. And don't stop to try to never stop trying to really experience fellowship. Und hört nie auf daran zu arbeiten, Gemeinschaft zu erleben. Can we stand together and end in prayer? Können wir zusammen einfach jetzt aufstehen und im Gebet enden? Maybe we can do this even a little bit different. Maybe just put your hands on the people next to you and we're gonna pray for each other. Also lasst uns das vielleicht jetzt ein bisschen anders machen, indem wir einfach die Hände aufeinander legen, eure Nachbarn, und dass wir füreinander beten. I think this is one of the most important things that we can do as a community is to just pray for each other. Also es ist das Beste, was wir machen können, als eine Gemeinschaft füreinander zu beten. And so just in your own words now, as I'm praying, you can pray for the person right and left of you, and I'll just close us in prayer. Also während ich jetzt bete, sprech doch einfach ein Gebet für den, der rechts und links von dir steht. And it would be really cool just to hear your prayers all together right now. Und es wäre auch cool, wenn man eure Gebete auch ein bisschen hören könnte. In YWAM we call this Korean style prayer. Also in Jugend mit einer Mission haben wir das den koreanischen Stil genannt vom Gebet. Everybody just prays loud and it's chaos. Dass alle laut beten und es ist ein bisschen chaotisch. But it's love in God's ears. Aber es ist Liebe in Gottes Ohren. So let's just begin to pray. Lasst uns einfach jetzt anfangen zu beten. Yeah. Hey God, thank you so much for every single person in this room. Ja Gott, danke für jeden einzelnen Menschen hier im Raum. Thank you that we can be a community, we can live together. Danke, dass wir eine Gemeinschaft sein können, dass wir zusammen leben können. Thank you God that you love every single one of us. Danke, dass du jeden einzelnen von uns liebst. And God, I just pray for your spirit to be poured out in this place over every single person in this room. Ja Gott, und ich bitte dich um einfach deinen Geist, dass er ausgegossen wird hier in diesem Raum. God, that in this moment we would experience you, that we would experience your presence. Dass wir jetzt in diesem Moment deinen Geist einfach spüren dürfen, deine Gegenwart. And God, anything that we're dealing with right now, any struggles that we're going with in our life, that you would just enter in right now and you would just be with us. Gott, und die Kämpfe und die Herausforderungen, mit denen wir uns gerade auch einfach beschäftigen, dass du mit uns bist. And God, that these prayers would just
be a beautiful sound in your ears. Und dass diese Gebete einfach ein wunderbarer Sound sind für deine Ohren. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Amen. 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 Wir hoffen, dieser Podcast hat dir geholfen, mehr über Gott und dich selbst zu erfahren. Mehr Infos über ICF Karlsruhe findest du auf unserer Website www.icf-karlsruhe.de.